Wir verlassen jetzt Almere und werden jetzt Richtung Amsterdam aufbrechen. Die Sonne blendet. Wir werden jetzt gleich durch die Brücke fahren und dann sind wir auf den Markermeer. Ja, dann sind wir auf dem Weg nach Amsterdam. Nachdem wir uns in Huizen nicht wollten, sind wir gestern Abend in Almere gelandet. Das war sehr schön. Wir waren beim Japaner, haben lecker Sushi gegessen. Die Nacht war okay. Und jetzt sind wir seit 10 Uhr auf dem Weg nach Amsterdam. Und unser Ziel ist der Sixhafen. Dann werden wir den Sturm in Amsterdam entsprechend überdauern und fahren dann zurück. Um nicht mit der Berufsschifffahrt zu kollidieren, nutzen wir die Strecke zwischen den Flachwassertonnen in Grün-Weißen und den grünen Tonnen. Dazwischen fährt keine Berufsschifffahrt und das ist gut für die Sportschifffahrt. Wir befinden uns kurz vor der Schleuse. Es geht schon noch eine steife Brise. Können wir nur hoffen, dass wir relativ schnell in die Schleuse rein dürfen und dass wir Glück haben, dass unsere Seite offen ist. Im Moment sehe ich rot. Stehen wir hier vor der Schleuse und müssen warten, aber jetzt kommen schon welche raus und dann hoffe ich, geht es gleich weiter. Und mit dem starken Wind hier vor der Schleuse rumdrehen macht auch keinen Spaß. Das haben wir ja im Päckchen angelegt. Aber es sieht gut aus. Gleich geht's weiter. Die Schleuse ist ganz schön voll geworden. Einer musste draußen bleiben. Und etwas chaotisch hier in der Mitte gerade. Aber es passt. Und jetzt ist sie wieder leer. Die Schleuse. Von der Seite steht keiner und will keiner rein. Ach doch, da sind auch einige. Die geschleust werden. Da hinten ist schon der Bahnhof und gegenüber vom Bahnhof ist auch dann schon der Sixhafen. Der Wind hat ganz schön aufgefrischt. Hier ist der Fähranleger, wo man halt auf die Schnelle rüberfahren kann. Und der Frank steuert jetzt schon den Sixhafen an. Und die Fensterputzer sind auch schon da, kaum angelegt. Ja, vom Sixhafen geht es gleich rüber mit der Fähre. Die ist natürlich aus Corona-Gründen nicht voll. Wir müssen hier Maske tragen. Aber dafür fährt die im Minutentakt. Da geht auch schon die nächste rüber. Da sind anscheinend 4 Fähren im Einsatz, sodass immer eine gerade gefüllt wird, während eine ankommt. Der Gang durch den Bahnhof. Die Kacheln werden immer heller. Und dann ist er ganz blass. Und dann fangen die Motive an. Es geht bis in die Decke rauf. Heute Abend sind wir beim Italiener in Amsterdam, einen schönen kleinen.
Und wir sitzen quasi direkt im Schaufenster. Schön abgegrenzt, Corona-sicher. Gibt es hier das Essen. Oh, heute gönnen wir uns einen feinen Wein. Ein Bio-Wein. Ein Pinot Grigio aus Sizilien. Okay. Am allerfeinsten. Ja, gönnt sich ja sonst nichts. Natürlich auch aus Italien. Ja. Und ich habe ein polnisches Bier. Und der Jürgen trinkt heute Bavaria. Aber das ist niederländisch. Und ein polnisches Bier. Tyskisch. Polnisch. Okay. Schmeckt aber gut. Super. Ja, da ist der Rembrandt. Wir sind hier am Rembrandtplatz. Eine schöne Location mit vielen Restaurants. Hier ist abends ganz schön was los. Und da haben wir gerade auch noch ein Bier getrunken. Und jetzt geht es zurück zum Boot. Eine schöne Häuserzeile hier am Abend. Das sieht richtig gut aus. Hier am Blumenmarkt in Amsterdam gibt es Pfannkuchen zum Mittag. Lecker Pfannkuchen. Tag 2 in Amsterdam. Der versprochene Regen ist leider gekommen. Wir waren jetzt gerade in der Stadt. Das Schöne ist, der Sixhafen liegt hier drüben zentral, verkehrsgünstig. Man geht hier über die Schleuse und am Ende der Straße geht die Fähre rüber nach Amsterdam Bahnhof. Dann ist halt quasi auch gleich in der Stadt. Am Ende des Kanals ist die Nordsee. Im Hintergrund sieht man die Marine Amsterdam. In Diesel fängt leider wieder an zu regnen. Da kann man schaukeln über die Brüstung hinaus. Ja, mit einem leicht mulmigen Gefühl steige ich jetzt auch ein und probiere mal mein Glück. Angenehm ist es im ersten Moment nicht, der Magen geht rauf und runter. Wenn es so schlimm wird, hilft mir kurz Augen zu machen. Und? Im ersten Moment habe ich gedacht, mir wird übel, aber man gewöhnt sich dann dran. Das ist schon ganz komisch, also rausfliegst du. Hier geht es nochmal auf Skydeck im Restaurant, ein tiefer. Hier kann man auch ganz gut sitzen. Auch bei schlechtem Wetter kann man was unternehmen. Hier oben kann man super sitzen und keinen Snack zu sich nehmen und hat einen schönen Blick über Amsterdam. Und auf unser Boot, wie du da unten siehst. Auf unser Boot, genau. Man sieht hier, dass 4 Fähren im Dauereinsatz sind, um alle Leute nach drüben zu bringen. Hier geht's nach unten. Also bis auf den Boden gucken. Doppelter Boden. Okay. Amsterdam Lookout, da waren wir gerade oben, da sieht man, wie jetzt geschaukelt wird. Leider war das Wetter heute nicht so optimal. Eine tolle Location da oben. Ich hoffe, wir kommen hier nochmal wieder bei schönem Wetter. Da wir nicht nach Spanien fliegen können, holen wir uns Spanien hierher aus Boot nach Holland und trinken hier Sangria. Dann Zum Wohl. Prost! Salut! Salut! Salut. Ich Was, trinke was? keinen Sangria, ich trinke einen Schluck Wein. Okay. Und Salut! Prost! Salut! Prost! Salut! Salut! Dienstagabend, die Ruhe vor dem Sturm. Der Sixhafen hat sich jetzt so langsam gefüllt. Und die meisten Plätze sind belegt.
Bei uns der Nebenplatz ist noch frei. So voll, wie wir es von früher kennen, dass hier selbst die Gänge voll sind. Das haben wir jetzt nicht. Aber fast jede Box ist jetzt gefüllt. Und in der Nacht soll jetzt Sturm kommen. Und dann werden wir mal sehen, wie die Nacht wird. Eventuell legen wir noch eine Leine hier rüber, wenn hier der Platz frei bleibt. Heute Abend gehen wir essen, direkt gegenüber dem Bahnhof im Café-Restaurant Lütje. Das ist der gleiche Betreiber wie in der Marina Amsterdam. Und hier gibt es mit die besten Steaks, die wir bisher in Holland gegessen haben. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Schade, dass es so windig ist. Nach dem leckeren Essen geht es jetzt wieder rüber zum Hafen mit der Fähre. Nicht nur mit der Fähre, auch mit Mundschutz. Ja, Mach deinen Mundschutz hoch. Den Mundschutz müssen wir auch aufzahlen auf öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Wunderbar rot. Ruckzuck sind wir auf der anderen Seite. Angedockt. Und auf geht's. Man hört das Pfeifen des Sturms. Heute ist Mittwoch, der Höhepunkt. Aber es ist alles noch in einem erträglichen Maß, wo man auch keine Angst ums Boot haben muss. Hier bläst es schon ganz ordentlich. Wir haben das Boot auch so gestellt, dass der Wind von vorne kommt und nicht hinten auf die Persenning drückt. Aber hier pfeift es richtig. Freien Fläche bläst der Wind ganz schön. Ja, und die Fähren stört das überhaupt nicht. Im Frühstück waren wir auch wieder am Rembrandtplatz, da wo wir gestern waren. War sehr lecker. Hier in der Ecke muss es richtig gewütet haben diese Nacht. Die Bauarbeiter sind auch schon da. Hier hat es einen Baum erwischt, der voll im Wasser liegt. Den hat es voll rausgerissen hier. Richtig tief der Wurzel. In 2-3 Stunden soll es dann so langsam nachlassen. Das Schlimmste haben wir dann geschafft. Mittwochabend geht zum authentischen China-Restaurant. Mandarin. Sind wir schon bei der Vorspeise. Das sieht alles sehr lecker und authentisch aus. Sehr schön. Das ist spannend. Dann guck ich weiter, ne? Wahnsinn. Ja. Gut gesättigt geht es jetzt wieder zurück zum Boot. Kommt die Fähre an. Und los geht die wilde Jagd. Der Sixthafen. Schade, dass sie die Terrasse nicht aufhaben. Denn hier kann man lecker günstig ein Bier trinken. Am Wochenende, Samstag, Sonntag ist es auf und Freitagabend. Und dann hat man natürlich von hier aus einen tollen Blick über den Hafen und kann dann auch zusehen, wenn abends dann der Hafen richtig voll gemacht wird und auch noch die Gänge zugeparkt werden. Das ist dann richtig interessant und spannend. Bezahlen muss man heutzutage am Automaten. Früher haben wir hier am Hafenmeisterbüro bezahlt, das hier auch direkt am Hafen steht. Dann geht es über die kleine Brücke zum Toilettengehäuse. Ist ganz ordentlich gemacht. Alles, was man braucht. Mal Damen. Und hier einmal Herren. Hier jetzt dann direkt über den Steg zu den Booten.
Und dieser Steg ist seit dem letzten Mal hier neu gemacht worden. Dann war auch hier rechts noch der Tunnel im Bau. Am Ende hier stehen wir auch mit unserer Maxi 2 und da drüben ist auch schon gleich die Hafenausfahrt, wo wir da raus müssen. Und man sieht, das ist total einfach wieder hier rauszukommen.